So viele offene Stellen gab es noch nie. Es fällt mir schon auf, dass an vielen Geschäften kleine Zettelchen aushängen. Überall an jedem Lieferwagen steht Personal gesucht, Installateur gesucht, Elektriker gesucht. Das betrifft ja durch die Bank alle Branchen, Handwerk, alles eigentlich. Ja. Für Arbeitskräfte kann das von Vorteil sein. In den Zeiten, wo sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aussuchen können, wo sie arbeiten, muss ich als Unternehmer schon was anbieten. Max will wissen, wo fehlt es? Wo sind all die Menschen überhaupt hin? Und wie können Arbeitnehmer das für sich nutzen? Max in Dillenburg. Auch hier wird an jeder Ecke Personal gesucht. So auch in der ältesten Industriestätte Hessens, der Isabellenhütte. Neben Legierungen stellen sie hier unter anderem Bauelemente her, zum Beispiel für die Automobilindustrie. 1000 Mitarbeiter haben sie und rund 50 freie Stellen gibt es aktuell. Diese zu besetzen ist zuletzt deutlich schwieriger geworden, berichtet Geschäftsführer Holger Spiegel. Wir sehen die Schwierigkeiten insbesondere in der Dauer, wie lange es dauert, eine Stelle zu besetzen. Da sind wir in der Größenordnung von 3 Monaten mit leider steigender Tendenz. Wir haben aber auch das Thema, wie viele Bewerber haben wir pro Stelle. Und die hat sich vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr jetzt etwa um 1/3 reduziert. Fast alle Bereiche des Unternehmens suchen aktuell Mitarbeitende. Von der Produktion über den Vertrieb bis ins Labor. Mit dieser Situation ist die Isabellenhütte nicht allein in der Industrie. Es ist branchenübergreifend. Wir sind hier im Lahn-Dill-Kreis vernetzt über die IHK, aber natürlich auch in der Metall- und Elektroindustrie. Neben dem Thema der Rohstoff- und Energiepreise, die ständig steigen, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel das bestimmende Thema. So stieg auch die Anzahl der offenen Stellen in Deutschland rasant an. Waren noch im Juli 2020 rund 573.000 Stellen offen, stieg die Zahl im Juli 2022 auf ca. 880.500. So sind alleine in DAX-Konzernen über 28.000 Stellen frei. Zum Beispiel bei der Deutschen Post über 5.200, bei Fresenius rund 4.700 oder bei BMW rund 1.800 Stellen. Doch warum fehlt es vielerorts an Arbeitskräften? In der Isabellenhütte wissen sie, woran es bei ihnen liegt. Jeder hat so seine eigene Realität. Unsere kommt daher, dass wir auf einem sehr guten Wachstumspfad unterwegs sind und deshalb mehr Mitarbeiter brauchen. Aber das sieht für jedes Unternehmen auch wieder unterschiedlich aus. Gerd Zieker ist Forscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und weiß, der wirtschaftliche Aufschwung und der Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge hat schon in den letzten Jahren dazu geführt, dass immer mehr Stellen frei bleiben. Corona hat diese angespannte Situation noch einmal zugespitzt. Was da passiert die letzten 1-2 Jahre, ist so, dass sehr viele Arbeitskräfte durch die Einschränkungen, die wir in der Pandemie gehabt haben, an ihre Grenzen auch geraten sind. Und viele eben dann gesagt haben, sie können einfach nicht mehr, sie waren mental, physisch, psychisch einfach am Ende, sind dann frühzeitig wieder den Arbeitsplatz verlassen, sodass da ein höherer Ersatzbedarf entstand und damit die Situation sich noch verschärft hat. So haben sich viele in den vergangenen Jahren umorientiert oder gar umgeschult und bleiben jetzt in ihren neuen Branchen. Vielleicht stellen die fest, ja, ich habe jetzt halt einen Arbeitsplatz, eine bessere Arbeitsbedingung, verdienen in etwa das gleiche Geld, wie auch immer, und wollen nicht mehr zurückkommen. Für die stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Angelika Kappe, ist die attraktive Möglichkeit, umzuschulen, das eine. Doch auch in puncto Lohn sieht sie, dass Arbeitnehmer in einer guten Position sind. Die Situation Hire and Fire ist für Unternehmen risikobehaftet zurzeit, weil nicht klar ist, bekomme ich den notwendigen Arbeitskräftebedarf sofort wieder, sodass Kolleginnen und Kollegen gute Chancen haben, in der Situation zu sagen, hey Boss, ich will mehr Geld. Ich kenne viele Leute, die aktuell mit ihren vorherigen Arbeitssituationen nicht zufrieden waren, vor allem jetzt auch während der Corona-Pandemie gemerkt haben, die alten Arbeitsstrukturen, die man an vielen Arbeitsplätzen hat, sind nicht so unbedingt das Ding für viele. Ich wechsle den jetzt am 1.9. Wenn die Leute natürlich begehrt sind, dann kann man natürlich auch verhandeln. Verdi konnte bei Verhandlungen erste Erfolge feiern. So ist es zum Beispiel beim Bodenverkehrsdienstleister Fraground gelungen, Lohnerhöhungen zu erzielen bis zu 14%. Und das ganz ohne Streiks.
Doch auch abseits der Löhne müssen Unternehmen sich in Zeiten des Personalmangels etwas einfallen lassen. Unternehmen bieten zum Beispiel Auszubildenden an, den Führerschein zu finanzieren. Sie bilden an Handy-Datenvolumen-Tarife. Sie bieten an Tablets, um Anreize zu schaffen. Und auf dem Arbeitsmarkt bieten Unternehmen an, da Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kita-Plätze, neue Arbeitszeiten, aber auch höhere Löhne. Da sind sie sehr, sehr innovativ. Kreative und immer neue Angebote für die Beschäftigten gibt's auch in der Isabellenhütte. Neben Sportprogrammen, einer Art Fahrradleasing und einer Altersvorsorge gibt es für Mitarbeitende noch weitere Benefits in der Hoffnung, auch künftig weiter wachsen zu können. In Kombination mit den interessanten Aufgaben, die es im Unternehmen gibt, haben wir die Möglichkeiten, so wettbewerbsfähig am Arbeitsmarkt zu sein. Das Max-Fazit: Freie Stellen noch und nöcher. Corona hat die Situation am Arbeitsmarkt noch einmal verschärft. Doch Arbeitnehmer können davon durchaus profitieren.